Ich habe diese Sprunky-Filme hier gefunden. Und die werden wir heute um 3 Uhr nachts anschauen. Wir haben hier einen Film ab 6. Das ist der Fluch von Sprunky, ein Film ab 12. Der heißt Sprunkys in deinem Haus. Ein Film ab 16. Da sind die Sprunkys einfach im Gefängnis. Und ein Film ab 18. Das ist ein Horrorfilm und der heißt Sprunky, die verbotene Phase. Wow. Was ist da gerade passiert? Haben sich Wenders Augen bewegt? Freunde, gebt mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr das auch gesehen habt. Aber wo hast du die ganzen Sprunky-Filme überhaupt gekauft, Doktor? Ich hab die Filme gar nicht gekauft. Als ich heute Nacht hier geschlafen habe, gab es plötzlich einen lauten Knall. Und als ich nachschauen wollte, woher er kam, habe ich überall in der Wohnung diese Sprunky-Filme hier gefunden. Wie sind sie in deine Wohnung gekommen? Ich habe keine Ahnung, Vogelmann, aber zum Glück haben wir im ganzen Haus Überwachungskameras, die die ganze Nacht alles gefilmt haben. Und die Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Let's go! Gehen wir direkt mal in den Ordner mit den Überwachungskameraaufnahmen. Hier sind die Aufnahmen von heute Nacht und eigentlich sieht alles ruhig aus. Ja. Ich schlafe hier ganz ruhig in meinem Bett. Und in den anderen Räumen im Haus ist eigentlich auch nichts. Nein. Spulen wir mal ein bisschen vor. Diese Filme können ja nicht einfach so in meinem Haus aufgetaucht sein. Und oh nein, das sind sie auch nicht, Freunde. Um 1 Uhr in der Nacht, das war vor genau 2 Stunden, hat sich hier nämlich die Eingangstür bewegt. Und durch die schaut gerade einfach ein echter Sprunky rein. Und ja, das ist Oren. Und der hat 2 Filme in der Hand und hinter ihm kommt Pinky. Das heißt, Oren und Pinky haben die Filme in meine Wohnung gelegt. Aber jetzt sind sie aus dem Überwachungskamerabild draußen. Schalten wir mal die Überwachungskamera um. Hier ins Wohnzimmer und wow. Da kommen sie gerade einfach Händchen halten ins Bild gelaufen. Aber gut, sie sind ja auch ein Liebespaar. Und ich glaube, jetzt wollen sie die Filme verstecken. Ja. Oren versteckt seinen Film da unten unterm Fernseher. Und ich glaube, jetzt versteckt auch noch Pinky ihren Film. Und ja, das macht sie da auf dem Sessel. Da habe ich die beiden Filme vorhin auch gefunden. Aber sie haben noch mehr Filme in der Hand. Und wow. Jetzt stehen sie hier vor meiner Schlafzimmertür. Und ich glaube, sie wollen sich aufteilen. Ja. Oren geht in die Richtung vom Bad. Und Pinky geht hier zu mir ins Schlafzimmer. Da habe ich noch geschlafen, Freunde. Ja. Sie kommt jetzt hier ins Bild und versucht ganz leise zu sein, damit ich nicht aufwache. Und legt jetzt den Film hier auf mein Bett. Das war aber noch nicht alles. Nein, sie geht jetzt hier um mein Bett rum und gibt mir noch einen Kuss auf die Backe. Was? Oren ist doch eigentlich ihr Freund. Apropos Oren, schalten wir mal auf die Überwachungskamera um, die ihn filmt, hier im Bad. Und er legt seinen Film jetzt noch in die Badewanne. Den Film habe ich auch schon gefunden, Freunde. Das heißt, jetzt haben sie alle Filme versteckt. Freunde, schreibt jetzt mal in die Kommentare, mit welchem Sprunky-Film wir anfangen sollen. Mit dem ab 6, dem ab 12, dem ab 16 oder dem ab 18. Aber oh, auf den Überwachungskameraaufnahmen passiert noch was. Hier an der Eingangstür kommt noch jemand ins Bild und das ist Black. Oh nein, Freunde, Black war hier bei mir zu Hause. Und der hat auch noch einen Film in der Hand und er geht mit diesem Film in die Küche. Ja, hier zum Ofen. Und wow, er macht ihn auf und legt den Film jetzt in den Ofen rein. Freunde, diesen Film habe ich noch nicht gefunden. Das heißt, der muss immer noch im Ofen liegen. Das Ding ist, oh nein, Black hat die Kamera entdeckt. Und seine Augen sind einfach rot geworden. Und jetzt holt er einen Zettel hervor und hebt ihn in die Kamera. Und da steht drauf, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes anschauen dürfen. Boah, das muss ein super krasser Film sein. Lasst uns direkt mal in den Backofen schauen. So, Freunde, hier sind wir. Und hier im Backofen liegt wirklich noch dieser Film. Und der heißt Sprunky entkomme dem Einkaufsladen. Und der ist einfach ab 100, Freunde. Boah, so alt bin nicht mal ich. Lass uns mal in die Filmverpackung reinschauen. Und wow, hier ist ein USB-Stick drin. Und auf dem steht auch nochmal drauf, dass wir den Film erst bei 10.000 Likes schauen können. Also gib jetzt einen Daumen nach oben. Lasst uns jetzt aber direkt mal schauen, mit welchem Sprunky-Film wir starten sollen. Und ihr habt euch entschieden für den Film ab 6? Der Fluch von Sprunky? Oh nein, der hört sich schon super gruselig an, auch wenn er nur ab 6 ist. Aber zum Glück habt ihr euch nicht direkt für den Horrorfilm entschieden. Weil ich glaube, der wird viel zu gruselig. Schreibt Film in die Kommentare, wenn wir den auch noch schauen sollen. Aber jetzt schauen wir erstmal den Film ab 6. Wow, hier ist auch schon die DVD drin. Und mit der gehen wir jetzt rüber zu unserem Fernseher. Kommt mit. Okay, Freunde, wir sind am Fernseher angekommen. Und da schieben wir jetzt die Sprunky-Film-DVD rein. So, hier, nimmt sie an. Und jetzt sollte der Film gleich starten. Setzen wir uns mal hin. Und wow, der Film startet auch schon. Die Sonne geht im Sprunkyland auf. Und die ganzen Sprunkys laufen ins Bild. Wow, da ist Oren, der hat gerade was in die Kamera gesagt. Und alle laufen in Richtung von der Sonne. Außer Grau, der sieht übel genervt aus. Alle anderen tanzen da jetzt gerade um den Baum rum. Nur Grau sitzt da hinten in der Hecke und will nicht mitmachen, glaube ich. Wobei, er sieht jetzt die anderen. Und er will doch mitmachen. Ja, aber die anderen lassen ihn nicht. Die sind irgendwie ganz böse auf ihn. Und jetzt ist Grau übel traurig. Er weint, weil er nicht mittanzen darf. Und geht jetzt weg. Oh nein. Er weint einfach fast. Und jetzt ist er über irgendeine Stromleitung gestolpert. Hat den Stecker für den Baum rausgezogen. Boah, alle Lampen explodieren und der Baum brennt. Aber ich glaube, Grau hat nichts gemerkt. Nee, alle sind da hinten in Panik. Grau läuft einfach weiter weg. Oh nein, naja, ein neuer Tag beginnt. Alle anderen tanzen wieder. Und ich glaube, sie sind immer noch böse, weil er den Baum aus Versehen angezündet hat. Und schreien ihn an, aber da hinten kommt... Boah, weg da! Und sie sieht böse aus, geht an den anderen vorbei. Und hilft jetzt einfach Grau, der auf dem Boden liegt. Sie ist super nett und boah, ich glaube, Grau ist ein bisschen in Wender verliebt. Und ja, sie gehen jetzt zusammen auf ein Date. Sie sind picknicken, aber da drüben ziehen irgendwie schwarze Wolken auf. Oh nein, ist das jetzt vielleicht der Fluch von Sprunky? Und ja, es fängt an zu regnen. Und der Himmel wird ganz rot, oh nein. Und aus diesem roten Himmel taucht Black auf. Ist ja krass. Und er geht jetzt zu den anderen ins Dorf. Und sie führen ihn rum. Ich glaube, sie wissen alle nicht, dass Black eigentlich böse ist. Naja, boah, der Wind hat gerade Blacks Hut von seinem Kopf geweht. Und ich glaube, Oren will ihn wieder aufheben. Aber wow, während Oren ihn
zugeben will, sieht er das wahre Gesicht von Black. Er ist nämlich eigentlich böse. Und boah, Rot fasst ihn auch. Und er wird auch zu seiner Punkt-Exe-Version. Boah, jetzt sind sie einfach beide böse und streiten sich um den Hut. Sie kämpfen richtig miteinander. Und Wenda steht einfach in der Mitte und versteht die Welt nicht mehr. Und dieser schwarze Hut liegt jetzt vor Wenda und Black hat irgendwas Böses vor. Der Hut fängt jetzt nämlich an zu schweben und stößt Derp und Pinky an. Und die beiden verwandeln sich jetzt in ihre Punkt-Exe-Form. Oh nein. Und der Hut trifft selbst die Sonne und die wird ganz rot. Da bricht das totale Chaos aus. Und alles nur wegen Black. Alle sind böse. Aber Wenda hat sich noch nicht verwandelt. Aber oh nein, der Hut fliegt jetzt auch in ihre Richtung. Und hat sie berührt. Das heißt, sie wird jetzt auch böse. Und alles wegen dem bösen Black. Wenda steht jetzt auf jeden Fall da und sie sieht super gruselig aus. Und sie hat ein Messer. Das bedeutet nichts Gutes. Jetzt sehen wir, wie Grau neben Lime im Gebüsch steht. Und ich glaube, er schaut direkt auf seine geliebte Wenda und geht jetzt zu ihr. Er will sie bestimmt wieder normal machen. Aber Wenda ist jetzt ja böse. Und sie stößt ihn zu Boden. Und ich glaube, jetzt benutzt sie ihr Messer. Oh nein. Ist das gruselig. Aber Grau weint. Und Wenda erinnert sich, glaube ich, an die Zeit, wo sie alle noch gut waren und sie Grau geholfen hat. Und wie sie mit ihm auf ihr Date gegangen ist und so. Und dadurch verwandelt sie sich wieder in die normale Wenda. Also in die nette. Und jetzt stehen alle da und sehen, was für ein Chaos sie angerichtet haben. Beziehungsweise was für ein Chaos Black angerichtet hat. Ich glaube, sie kämpfen gleich, aber oh nein. Black hat seinen Tentakel in den Roboter reingestellt. Und jetzt ist er kaputt. Ich glaube, sie haben keine Chance gegen Black. Ja. Er nimmt jetzt auch Wenda hoch. Und wird bestimmt auch gleich böse Sachen mit ihr machen. Aber ich glaube, Grau hat eine Idee, wie er Black besiegen kann. Und zwar, indem er seinen Ton spielt. Wow. Und jetzt steht der Roboter auch wieder auf. Und spielt auch seine. Und Black ist deswegen übel verwirrt. Und jetzt spielt Wenda auch ihren Ton und er wirft sie schnell auf den Boden. Alle drei machen jetzt zusammen Musik. Und Black macht jetzt auch seinen Ton. Sie kämpfen einfach mit ihren Tönen gegeneinander. Aber es scheint so, als ob Wenda, Grau und Funbot stärker als Black sind. Und ja, sie haben ihn besiegt. Er ist explodiert. Der Film ist vorbei. Und das bedeutet, wir machen jetzt direkt weiter mit dem nächsten Sprunky-Film. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Film ab 12. Sprunky in deinem Haus. Holen wir direkt mal den Film. Groß, aber wow. Von hier drüben aus der Küche ist gerade irgendein Geräusch gekommen. Das hat sich angehört wie Oren. Vielleicht ist ja noch ein Sprunky hier in der Wohnung. Ich gehe mal kurz nachschauen, Freunde. Ich stelle das Popcorn hier oben hin. Passt so lange auf das auf. Und wenn ihr was seht, dann schreibt es direkt in die Kommentare. Aber gut, ich schau mal nach, ob da hinten irgendwas ist. Hallo, hallo, ist hier jemand? Psst. Wow. Nee, Freunde, hier war nichts. Oh, was ist denn hier passiert, Freunde? Mein ganzes Popcorn liegt auf dem Boden. Und es ist fast nichts mehr übrig. Freunde, war das einer der Sprunkis? Wenn ja, dann schreibt jetzt mal Sprunki in die Kommentare. Naja, egal, wir schauen jetzt direkt mal den Film ab 12 Sprunkis in deinem Zuhause. Und wow, hier ist nicht nur die normale DVD drin. Hier ist sie, sondern auch noch ein Briefumschlag. Und der ist super schwer und hier steht nicht öffnen drauf. Freunde, ich würde sagen, wir öffnen den trotzdem, aber erst nachdem wir den Film geschaut haben, okay? Schieben wir den Film in den Fernseher. Und boah, es sieht so aus, als ob wir in diesem Film selber mitspielen. Und da gerade in unserem Bett aufwachen und da sind überall die Sprunkis um uns rum. Und jetzt gehen sie aus unserem Schlafzimmer raus. Boah, lasst uns ihnen mal folgen. Hier hinten zur Tür, wir machen sie auf. Und jetzt laufen sie einfach überall in unserem Haus rum. Hier ist Oren zum Beispiel auf unserer Toilette und macht gerade Kacke. Und Reddy ist in unserer Dusche drin. Okay, lasst uns mal nach da drüben gehen. In den Raum hier und boah. Da sitzt Simon gerade am Schreibtisch. Und Wenda liegt im Bett und schläft. Okay, lasst uns mal die Treppe runtergehen. Sky und Dörpel laufen gerade an uns vorbei, aber wir gehen mal ins Wohnzimmer. So, hier nach hinten. Und boah, da sind auch Pinky und die anderen. Und sie scheinen irgendwo hingehen zu wollen. Okay, wir folgen ihnen mal. Hier nach hinten und boah, alle sitzen vor dem Fernseher und schauen einfach das Sprunky-Spiel an. Das Ding ist, wow, was passiert jetzt? Wir sind wieder in unserem Bett. Und alles gerade war nur ein Traum. Jetzt ist der Film vorbei. Aber wir haben ja auch noch diesen komischen Briefumschlag, der hier in der Filmverpackung drin war. Und den öffnen wir jetzt zusammen. So, machen wir ihn auf. Hoffentlich ist da nichts Gruseliges drin. So. Und wow. In diesem Briefumschlag ist einfach ein Handy. Lasst uns das mal anmachen. Und boah, das ist das Handy der Sprunkis. Die sind da einfach als Hintergrundbild drauf. Okay. Lass uns mal ein bisschen durch das Handy durchschauen. Gehen wir mal hier auf die Bilder und boah, hier ist ein Video auf dem Handy. Klicken wir das mal an. Und das ist eine Überwachungskameraaufnahme aus meinem Haus. Aber stimmt, macht ja auch Sinn, der Film, den wir gerade geschaut haben. Hier ist ja auch Sprunkis in deinem Haus. Und sie waren in den letzten Tagen einfach bei mir zu Besuch. Ja, hier sehen wir die Überwachungskameraaufnahme vom Bad. Und da kommt Oren gerade ins Bild. Was hat er vor? Oren schaut sich im Bad um, nimmt meine Zahnbürste. Ja, er zeigt sie gerade so ein bisschen in die Kamera. Und geht damit jetzt aus dem Bad raus. Hat er etwa meine Zahnbürste geklaut? Eigentlich war sie noch da, aber nein, er geht damit jetzt aufs Klo. Macht die Kloschüssel auf und tut die Zahnbürste da rein. Was? Er hat meine Zahnbürste ins Klo getan? Ja, sieht ganz so aus. Er lässt sie noch abtropfen und geht damit jetzt wieder zurück ins Bad und stellt sie wieder in den Zahnbürstenbecher. Oh nein, habe ich mir damit etwa die Zähne geputzt? Ja, Oren ist jetzt weg und ich komme ins Bild. Nehm jetzt die Zahnbürste. Oh nein, bitte lass es nicht wahr sein. Und putz mir damit die Zähne. Ja, die war davor in der Toilette. Oren hat mich einfach geprankt. Auf diesem Handy ist aber noch eine Überwachungskameraaufnahme und das ist die von der Küche. Und da kommt Pinky gerade ins
Bild. Läuft hier nach vorne in Richtung von den Keksen, die da auf der Küchentheke stehen. Nimmt den Teller und beugt sich jetzt nach unten. Oh nein, isst sie etwa gerade die Kekse? Ja, es hört sich so an. Sie kommt wieder hoch und jetzt sind auf dem Teller nur noch Krümel. Ich habe mich schon gefragt, wo meine ganzen Kekse hin verschwunden sind. Auf jeden Fall geht sie jetzt aus dem Bild. Und ich komme auch wieder ins Bild. Ich habe super Lust auf die Kekse, aber ich bemerke, dass sie jetzt wechselt. Das war so komisch, aber jetzt haben wir ja die Antwort. Pinky hat sie gegessen. Aber wow, hier ist noch eine Überwachungskameraaufnahme. Und das ist die vom Flur. Da geht jetzt die Tür auf und Oren kommt in den Flur. Und der hat solchen komischen pinken Schleim in der Hand. Hier geht die Überwachungskamera wechselt. Und Oren macht diesen Schleim einfach in meine Schuhe. Er schmiert ihn da richtig rein und geht jetzt aus dem Bild. Und da komme auch schon ich in den Flur. Oh, ich erinnere mich an diese Situation. Ich bin da voll reingetreten. Okay, die Überwachungskamera wechselt. Und man sieht, wie ich hier in diesen Schleim reintrete. Das war so eklig, Freunde. Naja, hier ist noch eine Überwachungskameraaufnahme drauf und die ist noch später. Nämlich am Nachmittag. Und ich sitze an meinem Stuhl und spiele am Handy. Während Oren und Pinky auf der anderen Seite der Wand einfach tanzen und ihre Töne machen. Boah, jetzt bemerke ich sie auch. Ich höre die Töne. Ich lausche jetzt an der Wand. Okay, ich glaube, ich schaue gleich nach. Ja. Ich gehe vorne zur Türe und zähle runter, aber die beiden hauen ab. Ja, sie rennen aus dem Bild. Und als ich auf die andere Seite schaue, waren sie schon weg und ich sehe sie natürlich nicht mehr. Ich habe dann einfach weitergezockt. Ich hätte nie gedacht, dass es die Sprunkies waren. Aber wow, hier ist noch eine letzte Überwachungskameraaufnahme. Und das ist die von meinem Keller. Ich räume da jetzt meine Waschmaschine aus, ja, und hänge die Sachen auf. Oh, wow, die obere Waschmaschine, die sich gerade noch dreht, wird langsamer. Und da drin ist das Gesicht von Black zu sehen. Was? Black war in meiner Waschmaschine? Oh nein, das ist ja viel zu krass. Und die anderen Sprunkies waren ja auch hier in der Wohnung. Oh nein, Freunde, wenn die damals schon da waren, sind die jetzt bestimmt immer noch da. Wir müssen schnell in Sicherheit gehen. Komm mit. Hier in mein Schlafzimmer. Wir schließen direkt die Türe zu, so. Damit hier kein Sprunki mehr reinkommt. Und jetzt können wir uns doch zwischen diesen 3 Filmen hier entscheiden. Vogelmann, haben wir schon die 10.000 Likes für den Film ab 100 erreicht? Ich schaue nach, aber nein, es fehlt noch genau ein Like. Was? Es fehlt nur noch ein Like? Wenn du noch nicht geliked hast, dann mach das jetzt, damit wir diesen Film am Ende vom Video noch schauen können. Aber gut, ich würde sagen, in der Zwischenzeit machen wir mit dem Film ab 16 Sprunki im Gefängnis weiter. Holen wir ihn direkt mal aus seiner Verpackung raus, so. Der sieht super krass aus. Und schieben ihn hier unten in unseren PC rein. Und der Film fängt auch schon an. Okay, wir gehen hier irgendwie in irgendeinen Keller von einem Hochsicherheitsgefängnis. Oh, ich kann da drin, glaube ich, schon die Sprunkies erkennen und geben da jetzt an Terminal einen Code rein, dass wir reinkommen. Und wir sind drin, Freunde. Boah, da sind die ganzen Sprunkies einfach links und rechts von uns in den Gefängnissen. Schauen wir mal in eine Zelle rein und boah, da ist Sky. Und der haut irgendwie gegen die Wand. Okay, ganz komisch. Es gibt auf jeden Fall einen noch mehr gesicherten Raum und der ist da hinten. Gehen wir da auch direkt mal rein, so. Und da sind noch mehr Sprunkies in den Zellen drin und da hinten gibt es einen roten Knopf. Und den soll man auf keinen Fall berühren. Geht da zumindest, aber wir drücken ihn jetzt. Und die Zelltür von Reddy geht auf. Und ich glaube, er scheint nicht ganz glücklich darüber zu sein. Nein. Er macht diese Geste und wir rennen jetzt ganz schnell weg. Aber da drüben ist blau und boah, wir fallen zu Boden. Und da hinten kommt Reddy auf uns zugerannt und wow. Damit hat der Film aufgehört. Das war ein kurzer Film, aber das bedeutet, dass wir jetzt mit dem Film ab 18 weitermachen müssen. Und das ist die verbotene Phase. Freunde, schaut nur weiter, wenn ihr mutig genug seid. Und hier drin ist ein USB-Stick. Lasst uns den mal abmachen und in unseren PC stecken. So. Rein damit. Und boah, der Inhalt vom USB-Stick hat sich auch schon geöffnet. Und hier ist der Film. Also bisher sieht er eigentlich noch nicht so gruselig aus. Klicken wir ihn mal an. Wow. Hier steht, dass wir ein Passwort eingeben müssen. Und ja, hier steht es. Passwort ist Spinne plus Netz. Was soll da denn rauskommen? Netzspinne? Freunde, wenn ihr die Lösung für dieses Rätsel habt, schreibt es direkt mal in die Kommentare. Ich versuche mal Netzspinne so. Netzspinne und Enter. Aber nein, das Fenster ist immer noch da. Lasst uns direkt mal schauen, was ihr geschrieben habt. Und ihr habt geschrieben Spinnennetz. Ach stimmt, doch Mann, bin ich blöd. Spinnennetz. Enter und ja, der Film läuft. Bisher sieht der Film aber eigentlich ziemlich fröhlich aus. Da laufen ganz viele graue Sprunkies rum. Aber wow, was passiert da? Aus dem Fernsehen kommen gerade solche Tentakel raus. Und sie setzen dem einen grauen Sprunki einen schwarzen Hut auf. Und der wird zu Black. Und nein, Black verbreitet jetzt Angst und Schrecken. Alle rennen vor ihm weg. Das Ding ist, Wender ist gestört. Und Black lehnt sich jetzt über sie. Und hat sie in Wender.exe verwandelt. Wow. Und sie hüpft jetzt zu den anderen. Und will ihnen, glaube ich, auch was antun. Ja, sie haut Garnold einfach gegen Mr. Tree. Und boah, jetzt sieht Garnold gar nicht mehr gut aus. Ich glaube, jetzt ist er auch zu seiner .exe-Version geworden. Ja. Er ist einfach wieder wie ein Zombie zum Leben erwacht. Und da ist jetzt auch blau. Also Jevin, und der hat sich auch verwandelt. Und boah, Orange schaut da gerade aus seinem Haus raus. Und er sieht, was da gerade passiert. Also, dass Wender.exe gerade allen wehtut. Und er ist komplett schockiert und macht die Tür wieder zu. Ich glaube, Wender.exe will ihn jetzt auch zu einem bösen Sprunki machen. Und ja, ich glaube, sie tritt gleich die Tür ein. Und ja, sie ist in Orens Haus und Oren hat so viel Angst. Er atmet einfach ganz stark. Und Wender steht jetzt vor ihm. Und oh nein, sie macht Oren jetzt auch zu der .exe-Version. Die anderen Sprunkis, die noch nicht böse sind, kämpfen jetzt auf jeden Fall gegen die Bösen. Aber ich glaube, sie haben keine Chance. Nein, sie rennen weg. Und stehen jetzt vor Pinkys Haus. Sie hat super viel Angst. Und Tuna versucht sich jetzt gerade noch so zu retten. Aber Pinky macht die Tür vor ihm zu. Nein, lass sie doch rein. Und deswegen ist Tuna jetzt auch verloren. Oh, in dem Moment, wo Tuna geblastert hat, ist hier einfach der Strom im gesamten Haus ausgefallen. Nein, der geht nicht mehr an. Boah. Das Ding ist, wir müssen auch noch den Sprung
Sprunky-Film ab 100 anschauen. Weil wir haben die 10.000 Likes jetzt erreicht, ja. Aber wie machen wir das denn ohne Strom? Ah, ich habe eine Idee. Kommt mal mit, Freunde. Psst. Wir benutzen nämlich einfach unseren Projektor. Der strahlt das Bild direkt auf diese Leinwand hier hin. Und wird nicht mit Strom, sondern mit einer Batterie betrieben. Die ist da drin schon eingebaut. Stecken wir den USB-Stick direkt mal hier hin. In ihn rein, so. Und boah, der Film startet auch schon. Wir sind da in so einem Supermarkt. Und in diesem Supermarkt sind die Sprunkies. Boah, die stehen da einfach. Was machen die hier? Ich will hier nur einkaufen. Naja, lasst uns mal durch die Regale gehen. Boah, da sind sie schon wieder gewesen. Und in den Gang hier muss ich. Da will ich meine Butter kaufen. Aber sie stehen mir im Weg. Okay, zum Glück gehen sie zurück. Gehen wir durch den Gang durch. Aber wow, da sind sie wieder. Und bemerkt ihr gerade auch die ganze Zeit diese komischen Bildstörungen? Als ob das Video zu einer Exe-Version wird oder so. Bisher ist es noch nicht gruselig, aber wow, die Sprunkies lassen uns nicht vorbei. Sie kommen immer näher und boah, jetzt sind die Sprunkies von der Exe. Sie sind gleich da. Wow, wow. Hier passiert gerade irgendwas mit der Leinwand und boah. Dahinter ist Black und zerreißt sie einfach. Freunde, gebt jetzt schnell einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert kostenlos diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aber Black kommt immer näher.